Ich zeige euch heute etwas, das auf den ersten Blick fast unmöglich aussieht. Ich graviere das Innere einer Glaskugel, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Das ist keine Magie, das ist UV-Technologie und ich erkläre euch heute Schritt für Schritt, wie ihr mit einer K9 Glaskugel und dem Xtool F2 Ultra UV eine echte 3D-Innengravur hinbekommt. Warum das Ganze extrem anspruchsvoll ist und warum es trotzdem funktioniert, schauen wir uns jetzt genau an. Ich finde es ein spannendes Thema heute, so eine Glaskugel-Innengravur zu machen und wie das Ganze funktioniert. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und die ganzen da draußen, ihr Leute da, ihr da draußen, ihr kennt mich vielleicht auch von den anderen Laser-Videos. Werde ich euch mal dort eine Playlist oben oder unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen aufs Thema drauf ein und fangen mit dem ersten Thema an. Warum ist eine Glasinnengravur so schwierig? Glas zu gravieren ist ja schon nicht ganz so einfach, aber eine Kugel macht nochmal alles komplett komplizierter. Und warum? Ganz einfach erklärt, eine Glaskugel wirkt wie eine Linse. Ihr kennt es, da machen viele Fotografen vielleicht sogar noch richtig coole Fotos mit diesen Teilen. Und das ist so eine Art Linse. Das Licht wird gebrochen, es wird abgelenkt und es wird verzerrt. Und wie kriege ich dort eine vernünftige Gravur in so eine Kugel rein? Das ist so die Frage und die werden wir heute wirklich komplett angehen. So ein UV-Laser macht ja in so ein Kristallglas, macht ja lauter Mikrobrüche rein, um das Ganze dann dieses Bild dort rein zu gravieren. Aber wenn der Fokus nicht passt und wenn es alles irgendwie verzerrt ist in so einer Kugel, kann es einfach nicht funktionieren. Und ohne diesen richtigen Fokus haben wir auch keine richtig guten, ja ich sage jetzt mal Mikrobrüche für die Innengravur. Denn der entscheidende Punkt ist die Wellenlänge eines UV-Lasers. Kurz und bündig erklärt, ein CO2-Laser wird an der Oberfläche absorbiert, der Laserstrahl. Ein Faserlaser würde durchgehen und zerstört eher das Glas. Und ein UV-Laser mit seinen 355 Nanometer circa hat einen extrem kurzen Spot und hat eine sehr hohe Energiedichte und erzeugt dann Mikrobrüche, nennt man das Ganze, im Inneren des Glases. Wir nutzen heute den Xtool F2 Ultra UV, da gibt es auch ein Video dazu, kann ich euch gerne nochmal dort oben verlinken. Und dieser UV-Laser von Xtool, der F2, der hat einen Spot von rund 10 Mikrometer und das ist sogar kleiner als ein menschliches Haar. Damit entstehen im Inneren von dem K9 Glas winzige Bruchstellen, ohne dass die Oberfläche darunter leidet. Mit einem Kristallglasklotz ist das doch relativ einfach, dort eine Innengravur vorzunehmen. Mit einer Kugel ist das einfach nicht möglich, ohne einen Trick anzuwenden. Und da kommt jetzt nämlich dieser Game Changer ins Spiel. Wir benutzen Gravuröl. Und zwar, was passiert, wenn ich das Ganze in ein Glas rein tue und praktisch das Öl drüber kippe, dann verhält sich der Laser oder der Laser sieht die Kugel fast wie eine flache Fläche. Aber Achtung, ihr könnt nicht irgendein Öl verwenden oder Sonnenblumenöl, Motoröl oder sonst irgendwas oder Glycerin, Salzwasser, Wasser. Alles funktioniert nicht. Ihr braucht da spezielles Öl dafür und das ist das Paraffinöl. Das werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Es muss sehr, sehr rein sein und es muss einfach sehr, sehr sauber sein. Und somit ist es dann so, dass der Laser praktisch das richtig sieht und diese Reflexionen und die Brechung des Lichts rausnimmt. Jetzt gehen wir kurz die Checkliste durch, was wir dafür benötigen. Es ist nicht viel. Natürlich braucht es ja einen UV-Laser, ist Voraussetzung. K9 Glaskugel. Ist ganz wichtig, dass es keine normale Glaskugel ist, sondern eine K9 Glaskugel. Da müsst ihr bitte drauf achten. Es gibt verdammt viele Fakes auf dem Markt, wo dann wirklich nur normales Glas ist und kein K9 Kristallglas. Ist verdammt wichtig. Das zweite ist ein Behälter, wo die Kugel gut dimensioniert reinpasst. Also wir müssen da noch einfach ein bisschen Luft haben. Ich würde euch empfehlen, eine Hebevorrichtung selber zu bauen. Xtool wollte eine anbieten, aber zum Zeitpunkt des Videodrehs war sie noch nicht verfügbar. Deshalb habe ich mir die selber gebaut. Ist ganz einfach gebaut. Werden wir uns gleich mal gemeinsam bauen. Und gut ist, dort einfach selber gelasert, damit die Glaskugel dort einfach draufgelegt werden kann. Aber Achtung, ihr müsst darauf achten, dass die Glaskugel sich definitiv nicht in dem Glas bewegen kann. Das ist schon mal sehr wichtig und deshalb auch diese Hebevorrichtung.
Und natürlich das Paraffinöl werde ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken. Das ist das Wichtige, dass ihr dieses Öl verwendet, kein anderes, weil das funktioniert mit anderem Öl auch nicht. Im Schnelldurchlauf zeige ich euch die Vorrichtung, die ich gebaut habe. Besteht aus Acryl, das ich selber gelasert habe, und 2 Gewindestangen. Das aber die Arbeit, um die Kugel rein und raus zu heben, enorm erleichtert. Also bis gleich. Wenn ihr das erledigt habt, können wir schon loslegen mit Lasern. Wir gehen jetzt ins Xtool Studio an den Rechner und ich zeige euch genau, was ihr für Einstellungen vornehmen müsst und wie ihr ans passende Ziel kommt mit Tipps und Tricks. Also auf geht's! So, das Wichtige ist, dass wir auf die Innengravur gehen. Also hier oben draufklicken, gehen wir auf die Innengravur und dann gehen wir natürlich, Datei habe ich schon reingezogen, Innengravur Einstellungen gehen wir jetzt mal rein. Die Plattform habt ihr natürlich auch schon angebracht, so wie das im ersten Video beschrieben ist. Dann gehen wir auf Nächstes. Jetzt kommt, und zwar müssen wir da jetzt die Einstellungen machen, Zylinder. Wir müssen auf diese Einstellung gehen und jetzt gibt es ja den Durchmesser einfach mal der Kugel ein. Die ist bei mir 79 mm. So, und jetzt gehen wir zu unserer Glaskugel und füllen das Öl ein, weil das ist nämlich wichtig, das müssen wir messen und das werden wir jetzt mal schnell machen. Wenn wir jetzt den Kugeldurchmesser eingegeben haben, den haben wir ja zuerst eingegeben, in dem Fall sind es 79 mm, können wir jetzt die Kugel einfach mal reinstellen in unser Glas. Bitte achtet darauf, dass ihr diese Kugel absolut staubfrei haltet. Nicht, dass da irgendwo Staub drin ist oder sonst irgendwas. Das Glas sollte auch sauber sein, aber müsst ihr einfach darauf achten. So, jetzt stellen wir das Ganze nämlich rein. Jetzt können wir nämlich mal das andere messen, was wir noch dazu brauchen, und dazu nehmen wir unser Parfümöl und füllen das Ganze jetzt erstmal ein und die Kugel muss einfach oben bedeckt sein, dass einfach wirklich eine glatte Fläche ist. Macht es auch bitte ein bisschen vorsichtig, das Eingießen, nicht, dass wir da noch Luftblasen haben. Deshalb einfach nur vorsichtig eingießen, bis die Kugel komplett bedeckt ist. So, jetzt ist es schön richtig sauber drin, das ganze Öl. Und jetzt müssen wir nämlich eins machen. Wir müssen jetzt die Höhe von diesem Öl messen. Und zwar ist es richtig wichtig, dass wir die Flüssigkeitshöhe bestimmen. Das bestimmt nämlich auch die Einfallshöhe des gebrochenen Lichts, also was die Qualität und die Position der Innengravur beeinflusst. Somit müssen wir das einfach jetzt mal messen. Und diesen Wert, den tragen wir dann praktisch in unseren zweiten Wert ein, die Höhe der Kugel. So, wir haben da exakt 90 mm und diese 90 mm tragen wir auch in die Software ein. Und wenn wir schon so weit sind und das Glas noch nicht draufgestellt haben auf unsere Plattform, könnt ihr noch einen zweiten Wert aufschreiben. Und zwar nehmt ihr jetzt auch euer Lineal, legt das ganze Lineal hier an und schaut mal diesen Mittelpunkt oder versucht mal den Mittelpunkt der Kugel einfach rauszubekommen. Den Wert, den schreibt ihr euch auch nochmal auf, weil den müssen wir jetzt auch nochmal gleich eintragen. Dann geben wir hier einfach unseren Wert, den wir gemessen haben, ein. Das ist bei mir in diesem Fall 90 mm. Berechnungsindex ist einfach 1,5 bei einem K9 Kristallglas. Können wir auf Nächstes gehen. Und jetzt legt ihr das Ganze praktisch an. Und das Glas, das stellt ihr dann einfach mittig auf diese Plattform und da könnt ihr auch noch unseren Schieber hinschieben und den Wert ablesen, aber da müsst ihr, glaube ich, ein bisschen rumspielen. Weil der ganze Wert, der passt jetzt nicht bei mir ganz hundertprozentig, deshalb habe ich ein bisschen selber rumspielen müssen, damit diese Größe hier absolut hier in der Mitte liegt. Den Wert 39, bei mir wird es ein bisschen anders angezeigt, jetzt schauen wir mal, was passiert. Den Wert müsst ihr einfach eingeben, damit das Ganze komplett hier, unser Zylinder, der hier steht, beziehungsweise unser Glas absolut in der Mitte steht. So, schauen wir mal, probieren wir es mal mit diesem Wert hier. Und ja, passt bei mir, der Wert 39 passt exakt. Das ist super, so steht das Glas genau in der Mitte. Prima.
So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier keine Kugel angezeigt bekommen. Das heißt, diesen Wert, den ich vorher jetzt noch gemessen habe, die Hälfte von der Kugel, die geben wir jetzt da oben nämlich in der Z-Höhe ein, dass wir dann das Ganze in der Mitte haben. Also das heißt, bei mir in dem Fall sind es 45, gehen wir jetzt mal auf Return. Jawohl, und jetzt haben wir das Ganze super genau in der Mitte. Jetzt kommt es darauf an, wir können natürlich diese Größe nicht ganz bestimmen. Also jetzt angenommen, eure Kugel ist jetzt auch 79, dann würde ich definitiv irgendwo das Ganze kleiner wählen, weil durch dieses, durch die Wölbung der Kugel wird dieses Objekt dann so ein bisschen größer graviert. Deshalb würde ich definitiv einfach das Objekt kleiner wählen. Ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, wie groß ich das wählen kann. Das ist jetzt einfach mal erstmal ein Versuch. Wir können das Ganze natürlich jetzt auch nochmal so verschieben, so circa in die Mitte verschieben, damit das Ganze passt. Und natürlich ein bisschen so rüberschieben. Und so müsst ihr jetzt einfach mal ein bisschen rumspielen und schaut einfach mal, wie groß ihr das ganze Objekt dann praktisch in der Kugel haben wollt. Also ich denke mal, diese Größe dürfte sogar noch gut passen. Wenn ihr euch natürlich jetzt fragt, wo ich das Ganze her habe, die Datei zum Beispiel, das kann ich euch unten nochmal verlinken, bei Atom kann man sich da so einige Dateien runterladen. Ihr könnt es natürlich auch selber einige gestalten, das ist gar kein Stress, aber ihr seht es jetzt hier kann man sich dann kostenlose Dateien einfach downloaden. Nicht nur kostenlose, man muss auch manche bezahlen. Achtet aber bitte dann auch drauf, hier zum Beispiel, welche Lizenz ihr dafür so habt. Also nicht alle Dateien kann man dann auch wirklich weiter verkaufen. Also schaut da einfach mal drauf. Hier steht Standardlizenz dann drin und so weiter. Da müsst ihr jetzt einfach mal drauf schauen. Aber wie gesagt, kann ich euch unten mal einfach diese Seite nochmal verlinken. Ich möchte euch noch einen kleinen Tipp geben, wie man das Ganze am besten positionieren kann. Weil ihr seht ja, es ist hier einfach ein Zylinder und es ist keine Kugel. Aber wie weiß ich jetzt, wie ich das Objekt in der Kugel positioniere richtig oder beziehungsweise im Zylinder? Jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Tipp. Und zwar braucht ihr ja bloß praktisch hier öffnen und einen Kreis zeichnen. Diesen Kreis macht hier genau den Durchmesser von der Kugel. Also bei mir, in meinem Fall waren es jetzt doch 78 Millimeter, wie die Kugel groß ist. Dann macht ihr einen Kreis. Wenn ihr jetzt den Kreis anklickt und das Ganze dann hier ansetzt, ihr seht genau die Breite vom Zylinder, das ist ja kein Problem. Aber wir müssen natürlich auch das Ganze nochmal drehen. Und wenn wir das Ganze drehen und dort dann nochmal drehen, dann sehen wir die Kugel auch in der Seitenansicht. Also ihr könnt dann euer Objekt genau so positionieren, damit es in der Kugel ist. Z-Höhe müsst ihr natürlich eingeben, also dort, wo die Kugel auch natürlich anfängt. Das müsst ihr dann nochmal die Hälfte von der Kugel rechnen. 78 geteilt durch 2 plus eure Erhöhung, wie das im Glas ist. Das müsst ihr natürlich euch dann selber ausrechnen, wie das ist. Und wenn ihr das dann praktisch dann da oben hier eingibt in der Z-Höhe, hier Z-Höhe 45 ist es bei mir der Fall, dann könnt ihr das Ganze, dann setzt sich praktisch der Kreis genau dorthin, wo die Kugel auch in diesem Zylinder dann ist. Und somit könnt ihr euer Objekt perfekt positionieren, ohne dass ihr da großen Fehler macht. Also nur so als Tipp für euch. So, ich denke mal, wir sind fertig. Ich lasse diese Größe jetzt einfach so. Das dürfte eigentlich doch hoffentlich passen. Und wir werden jetzt einfach mal unsere Konturgravur werden wir machen. Ihr müsst natürlich dann die Einstellungen haben. Das Tolle ist natürlich, wenn ihr auf Atom seid und euch da so eine Datei downloadet, dann könnt ihr direkt im Open in Studio könnt ihr machen. Und da werden dann automatisch auch diese Werte von dieser Datei hier übernommen. Das ist natürlich auch praktisch. Wenn es nicht passt, müsst ihr natürlich nochmal Anpassungen an die Datei, an die Einstellungen machen. Dort waren diese Einstellungen eingestellt und die werden wir natürlich jetzt auch erstmal probieren und mal schauen, ob das dann genauso rauskommt. Ich hoffe, ich habe jetzt bis jetzt alles richtig gemacht und wir werden jetzt einfach mal versuchen, das Ganze zu gravieren und werden das Ganze losschießen. Juhu, wir sind fertig, richtig cool. Aber ich muss dazu sagen, es schaut momentan noch ein bisschen eher wie ein Eierkopf aus. Nicht wirklich rund, aber das ist jetzt einfach durch die
Kugel durch das Glas schaut es irgendwie anders aus. Wir werden jetzt mal die Kugel rausholen und werden sie natürlich mal säubern. Gehen wir mal rüber an den Tisch und dann werden wir uns mal überraschen lassen, was da jetzt rausgekommen ist. Also hoffentlich kein Eierkopf. Die Stunde der Wahrheit, ob es jetzt ein Eierkopf ist oder nicht. Also holen wir das Ganze jetzt einfach mal raus. Ja, das Ganze müsst ihr bloß vorsichtig machen, damit das Ganze nicht irgendwo rumsappert, unser Öl. Aber es wird schon passen. Ja, jetzt haben wir natürlich alles voll mit Öl. Wir müssen das Ganze natürlich erst auch mal waschen. Also vorsichtig alles rausholen und abkippen. So. Und jetzt putzen wir es erstmal ab und gehen das Ganze mal waschen. Uiuiuiuiuiui. Leute, es ist kein Eierkopf geworden, aber es ist mächtig, echt richtig mächtig in dieser Kugel. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also man muss deutlich kleiner werden, weil das wird dann echt einfach nur zu groß, obwohl man es gar nicht so in die Software reinmacht. Also man muss mindestens 2 cm kleiner werden, dann müsste das funktionieren. Ich habe jetzt noch im Hintergrund, der Laser läuft und ich werde noch ein anderes Muster reinmachen oder ein anderes Bild reinmachen und wir werden mal schauen, wie das funktioniert, und das habe ich deutlich kleiner gestaltet. Jetzt habe ich es mal hier drauf gestellt auf diesen Sockel, den können wir auch beleuchten, machen wir mal auch gleich an. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt mal, das ist sogar farbig. So, jetzt haben wir es mal in weiß. Also ihr seht selber, das ist viel zu groß, dieses Teil. Also wenn man das Ganze jetzt mal dreht, das ist jetzt nicht wirklich der Eierkopf geworden, aber durch diese Kugelwölbung ist es einfach richtig mächtig in dieser Kugel drin, und für meinen Geschmack ist es deutlich zu groß, und deshalb müssen wir es, also ihr müsst es jetzt wissen, wenn ihr da was reinmacht, ihr müsst es deutlich kleiner machen, also mindestens 2 cm kleiner, weil durch diese Kugel, durch diese Wölbung erscheint dieses Objekt in der Kugel deutlich zu groß. Aber ich finde jetzt mal, die Qualität von der Gravur, Innengravur, die funktioniert, oder von dem Laser, das funktioniert ja sowas von top. Was sagt ihr nur mal zur Qualität? Also beachtet bitte nicht die Größe, sondern einfach nur die Qualität von der Gravur. Das zweite Motiv ist fertig, es ist ein Vogel geworden, und ich kann es euch jetzt gleich mal sagen, nur für euch zur Info, wer das nachmachen will. Ich habe dieses Motiv 4 cm kleiner gemacht als der Außendurchmesser der Kugel. Ich bin dann mal zwischendrin so ein bisschen erschrocken, habe gedacht, das ist ja viel zu klein da in dieser Kugel drin, aber es war genau das Richtige. Durch diese Wölbung der Kugel kommt dieses Objekt dann schon wieder ganz größer raus. Also ich zeig's euch. So, jetzt seht ihr mal unseren Vogel, den wir da reingemacht haben. Es ist richtig gut gelungen. Wie gesagt, 4 cm kleiner, und es passt richtig gut in die Kugel rein. Ihr seht es jetzt gerade selber, es dreht ganz langsam. Ich habe den Hintergrund ein bisschen abgedunkelt, damit ihr das vernünftig sehen könnt, ohne dass jetzt irgendwas vom Hintergrund abgelenkt wird. Und ihr seht es jetzt auch mal, wenn es jetzt sich noch weiter dreht, wie fein man sogar diese Federn hier sieht, und wie genau das detailtreu dort reingraviert worden ist. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. So, jetzt drehe ich das Ganze nochmal für euch in verschiedenen Positionen. Das schaut doch mal richtig heiß aus. Also man kann es ja hindrehen, wie man will. Und jedes Mal erscheint der Vogel in dieser Kugel auch anders. Und dann seht ihr auch diese Gegenspiegelung, die wir da haben. Also richtig cool. So, meine Lieben, das hat doch mal so richtig toll funktioniert. Was sagt ihr dazu? Das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinballern. Ja, ich werde so eine kleine Zusammenfassung nochmal machen, auf was ihr wirklich achten müsst, damit es bei euch dann auch gut funktioniert. Ich finde, es ist ein richtig cooler Laser, so ein UV-Laser, womit man dann wirklich solche Sachen gravieren kann in solchen Kugeln. Man könnte ja theoretisch damit auch noch so ein bisschen Geld verdienen, um dort Wunschbilder, Logos, Bilder, allgemein irgendwelche Figuren dort in so eine Kugel rein zu gravieren und es dann praktisch seinen Kunden so als individuell zu verkaufen. Jetzt noch mal ganz kurz diese Zusammenfassung, auf was ihr achten müsst. Also
richtigen Behälter wählen, nicht zu hoch, nicht zu breit, dass die Kugel einfach richtig passend reinpasst. Es sind so Aufbewahrungsbehälter. Der erste ist von Leonardo, ist ein relativ teurer, aber ihr könnt es auch bei Amazon schauen. Ich werde euch mal versuchen, irgendwas zu verlinken, aber bitte achtet wirklich drauf, damit die Kugel auch passend reinpasst in den Behälter und dass auch noch Stangen dann noch zusätzlich reinpassen. Macht's euch diese kleine Hebevorrichtung von Xtool, soll es zwar in Zukunft eine geben, zum Zeitpunkt des Videodrehs war es noch nicht verfügbar, aber so eine Hebevorrichtung ist innerhalb von 20 Minuten ist die gemacht. Schnell auslasern, Gewindestangen rein und schon habt ihr das Ganze praktisch selber gebaut. Das Wichtige ist auch noch, das richtige Öl zu verwenden. Ich werde es euch natürlich unten verlinken. Paraffinöl, nur das funktioniert und das andere funktioniert alles nicht. Da habt ihr eine andere Lichtbrechung einfach drin und deshalb verwendet auf jeden Fall dieses Öl. Das zweite Wichtige ist, dass ihr das auch richtig messt. Ihr müsst die Oberfläche praktisch von der Flüssigkeit, von dem Öl, müsst ihr messen und das in die Software eingeben. So wie ich es euch erklärt habe, ist ganz wichtig, dass ihr das genau macht und dass ihr halt auch circa die Mitte rausmesst von der Kugel. Aber ihr könnt euch trotzdem noch diesen Hilfskreis, könnt ihr auch nochmal euch reinmachen und dort das Ganze ein bisschen drehen, um zu schauen, ob es richtig passt. Aber bitte darauf achten, die Objekte müsst ihr deutlich kleiner machen. Dort waren es nur, ich glaube, 1,5 Zentimeter, was ich kleiner gemacht habe, oder 2 Zentimeter. Das war definitiv zu wenig und das Ding kam in der Kugel einfach viel zu groß raus. Deshalb habe ich es beim Vogel so gewählt, 3 bis 4 Zentimeter auf jeden Fall kleiner machen und schon kommt es besser raus. Aber das sind einfach Erfahrungswerte, die einfach ihr damit sammeln müsst. Ich werde euch den Laser natürlich unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken und auch das ganze Zubehör dazu, denn es ist jetzt gar nicht mal ganz so einfach. Mir ist was aufgefallen. Man kann viel im Internet K9 Kristallgläser kaufen. K9 Kristallgläser braucht man für diese Innengravur. Jetzt habe ich 2 Kugeln, die sind K9 und jetzt habe ich eine Kugel herausgefunden, das ist einfach nur ein normales Glas. Da geht der Laser irgendwie komischerweise durch und es bricht nicht richtig. Die Kugel kann man wegschmeißen. Was ich damit sagen will ist, ihr müsst darauf achten, welche Kristallkugeln ihr wirklich kauft. Ich weiß auch nicht, ob ich da welche verlinken soll unten. Nicht, dass es dann am Schluss dann meine Schuld ist, wenn das Ding nicht funktioniert und es doch nur eine Glaskugel ist. Wir werden sehen, ob wir vielleicht dann nochmal wirklich eine wahre K9-Kugel finden und nicht nur, dass es dran steht, dass es eine K9 ist, weil K9 ist einfach dieses spezielle Kristallglas. Schaut euch auch nochmal das andere Video vom UV-Laser an, vom F2 Ultra UV. Das kann ich euch natürlich dort oben nochmal in der Videobeschreibung unten auch nochmal verlinken. Schaut da mal rein, da erkläre ich auch nochmal mehr Details zur Innengravur. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt mit dieser Glaskugelgravur weiterhelfen und dass ihr nicht den gleichen Fehler macht, so wie ich mit diesem Totenkopf. Ich meine, es hat funktioniert, aber es ist einfach definitiv zu groß in der Kugel geworden. Es schaut dann einfach nicht mehr gut aus. Leute, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare rein, was ihr so für eine Meinung darüber habt, wie ihr diese Glaskugelgravur findet. Allgemein UV-Laser, könnt ihr alles mal unten in die Kommentare reinballern. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst nicht, die kleine Glocke zu abonnieren, dann verpasst ihr wirklich kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Glaskugel-Laser-Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.